Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute geht es um den 1v1 XP und Drop Bonus der neuen Level nach New Horizon. Ich weiß, mit dem Video bin ich ungefähr 6 Monate zu spät dran, das ist mir klar. Aber ich habe nie ein Video drüber gemacht, wir haben nie wirklich großartig drüber geredet, ich habe es mir nie wirklich angeschaut. Und deswegen kommt eben jetzt erst das Video, was gestern nochmal Thema war. Und mich hat es jetzt tatsächlich dann doch ein bisschen mehr interessiert als damals. Damals war ich, glaube ich, ein bisschen abgelenkt von halt dem neuen Content und so. Und habe mich da jetzt nicht direkt drauf gestürzt, weil ich ja selber auch gar nicht 1v1 gespielt habe. Und das ist jetzt eben nicht wirklich anders. Ich spiele immer noch kein 1v1, aber jetzt habe ich mehr Zeit für solche Dinge wieder, weil der neue Content halt verblasst ist, sag ich mal. Und ja, was ist der 1v1 XP und Drop Bonus? Es ist einfach im Endeffekt so, dass man im High Level einen Ausgleich dafür bekommt, dass man 1v1 spielt, weil AOE halt einfach einen Vorteil hat, weil sie schneller leveln, whatever. Ob das jetzt der richtige Ansatz ist, sei mal dahingestellt, spielt jetzt eigentlich keine wirkliche Rolle, darum geht es nicht wirklich. Jedenfalls ist es so, dass der Bonus 35% beträgt bis Level 140 und ab Level 141 beträgt er 90 bis 102%. So, damit kann man jetzt grundsätzlich schon mal nicht so viel anfangen, weil das halt einfach nur irgendwelche Prozente sind und man jetzt auch gar nicht weiß, was bedeutet das jetzt 141 bis 160. Weil ich habe das nämlich damals so ausgelegt, also für mich liest sich das so. Du hast einen 1v1 XP und Drop Bonus auf den neuen Leveln. Das heißt, wenn du Level 141 bis 160 bist, dann gibt es aber die anderen Leute, die das am Anfang so ausgelegt haben, nein, es geht um die Monster Level 141 bis 160. Das steht hier halt wirklich nicht klar da, ne? Also das ist halt so klassisch Flyf, man formuliert es halt so schwammig, dass man halt mehrere Sachen reininterpretieren kann. Und man kann es eigentlich nur rausfinden, indem man es ausprobiert. Was das ist, was ich heute ausprobiert habe. Und ist halt einfach nervig. Aber das heißt, grundsätzlich weißt du hier einfach nur, okay, irgendwie gibt es da wohl einen XP- und Drop-Bonus, wenn man, ich glaube, 80% des Schadens muss mit 1v1-Angriffen gemacht worden sein. Das steht jetzt hier tatsächlich nicht, das steht bei der ersten Einführung des Bonus. Aber ich glaube, 80% des Gesamtschadens muss durch 1v1-Angriffe gemacht werden, sonst aktiviert sich dieser Bonus eben nicht. Und dafür schauen wir jetzt nochmal ins Wiki. Im Wiki sehen wir jetzt die Grundzahlen. Also im Wiki haben wir die Zahlen, wie sie ohne Bonus bestehen. Weil der Bonus, der wird ja quasi erst berechnet, wenn das Monster stirbt und das Monster dir quasi Auskunft darüber gibt oder das aus dem Server Auskunft darüber gibt, was es getötet hat. Hat es 80% 1v1-Angriffe getötet oder war es überwiegend AOE? Wenn es überwiegend AOE ist, dann kriegen wir diese Zahlen hier. Ich töte 100 Ancient Mammuts auf Level 139. 100 deswegen, weil wir hier nur 2 Nachkommastellen haben, sonst würden wir hier überhaupt nichts auslesen können. 0,34% XP. Mit Level 139 bei einem Monster auf Level 139. So. Und das ist auch schon die ganze Diskussion, weil die ganze Diskussion, die wir jetzt mit diesem Video im Endeffekt wieder anregen, oder um die es immer ging, war eigentlich, was lohnt sich mehr? Schon zu Aatrox zu gehen oder noch bei Mammuts bleiben? Weil das die einzigen Monster sind, wo sich dieser Bonus ja überschneidet. Weil wir haben gerade gelesen, bis 140 sind es 35%, ab 141 sind es 90%. Das heißt, man würde ja natürlich eher die 90% mitnehmen wollen, so früh wie möglich und nicht die 35%. Und da hat sich halt immer die Diskussion dann gebildet, bleibe ich jetzt noch bei Mammuts oder probiere ich schon die Aatrox oder Aatrox, weil sie halt so viel mehr XP geben sollten. Und was uns das Wiki jetzt im Endeffekt hier sagt, ist, 100 Mammuts auf 139 geben uns 0,34% XP, mal unabhängig von Damage, HP und so. Und 100 Small Aatrox geben uns tatsächlich 0,33% XP. Und das ist so der erste Fehler so ein bisschen im System, weil diese Monster sind halt nur Level 140. Das heißt, die haben den XP-Bonus nicht und haben auch eine schlechtere Grund-XP als Mammuts, was bedeutet, erstens, sie geben einfach wirklich pro Mob weniger XP und haben einfach auch mehr Leben. Das heißt, Small Aatrox, die ergeben einfach keinen Sinn, die könnte man einfach aus dem Game löschen, weil die Mobs einfach komplett nutzlos sind. Die droppen weniger Quest-Items, haben zu viel HP und geben zu wenig XP. Einfach ein sinnloses Monster, kann man wirklich so sagen. Also wer bei Small Aatrox levelt, macht leider sehr viel falsch, kann man sagen. Es würde in jedem Sinn einfach mehr Sinn machen, also so lange wie möglich noch bei Ancient Mammut zu bleiben, bevor man zu Small Aatrox geht. Und dann stellt sich jetzt aber die Frage, und gut, und wie setzt man den normalen Aatrox aus? Naja, auch gar nicht so viel besser. Mit 139 kriegen wir ja auch nur ein kleines bisschen mehr als bei Mammuts, 0,01 um genau zu sein für 100 Kills. Und die haben natürlich noch mehr HP, 306.000. Also auch ziemlich schlecht. Aber hier ist jetzt der Unterschied, die sind jetzt tatsächlich Level 141 und haben den höheren XP-Bonus. Was natürlich bedeutet, wenn der XP-Bonus jetzt wirklich vom Monster-Level abhängig ist, würde es extrem viel Sinn machen, relativ früh zu den Aatrox zu gehen, weil ja, sie haben mehr HP,
aber man kriegt einen 55% höheren XP-Bonus von 35 auf 90% als bei den Mammuts. Das heißt, es ist wie, als würdest du eine Ampli aktivieren plötzlich und bei den Mammuts hättest du keine Ampli aktiviert. Das heißt, hier machen die Aatrox plötzlich total viel Sinn. Im Vergleich zu den Small Aatrox, die einfach nie Sinn ergeben, macht das dann plötzlich total viel Sinn. Und ja, wenn man dann weiter guckt, bei den Captain Aatrox Scoop 139, klar, die sind jetzt 3 Level über uns, die geben natürlich noch ein kleines bisschen mehr XP, aber das spielt dann schon keine wirkliche Rolle mehr, weil ab 141 ist ja immer der XP-Bonus aktiv. Das heißt, wenn man sich da dann die XP anguckt, ist es vollkommen Wurst. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir das Ganze einfach selber ausgerechnet, weil ich habe leider keinen Charakter, weil das wäre natürlich jetzt der interessantere Vorführeffekt noch, jetzt zu gucken, einfach mit dem Charakter zum Beispiel auf Level 135 und zu Mammuts zu gehen, zu Small Aatrox zu gehen, zu Aatrox zu gehen und sich einfach die Veränderung direkt pro Kill anzugucken. Kann ich leider nicht machen, weil ich habe leider keinen Schaden in dem Levelbereich und mit einem 150er Charakter bei Aatrox und Mammuts Monster zu töten, ist ziemlich langweilig, weil man kriegt 0,01% und sieht absolut gar nichts. Und also 0,0001% besser gesagt. Und deswegen habe ich es einfach so gemacht, ich habe es einfach ausgerechnet und hier seht ihr es im Endeffekt schon. Also Naga ohne Buff weicht leider etwas vom Wiki ab, da bin ich mir ehrlich gesagt tatsächlich auch nicht 100% sicher, warum. Wir können mal hier gucken, also ich töte 100 Nagas auf Level 152, laut Wiki kriege ich 0,14. Ich habe jetzt in-game tatsächlich 0,0015 bekommen. Klar, es ist eine minimale Abweichung, schon klar, aber weicht leider davon ab. Ich weiß nicht ganz genau warum. Und ich war auch nicht in der Party, also ich war komplett ohne Party und alles. Und bei Captain Kraken war es ja genau das gleiche. In-game habe ich tatsächlich nur 0,0017 bekommen und nicht 0018. Also minimale Abweichung hier vom Wiki, aber gut, wie gesagt, hier kann man halt kein 1 Kill eingeben mit 4 Nachkommastellen, sondern halt nur 100 Kills. Das heißt, da wird es halt einfach rundungstechnisch dann ein bisschen abweichen. Ist jetzt nicht so schlimm, wie gesagt, ist nur minimal. Nur um das zu erklären, falls ihr das selber eingeben sollt, warum ihr euch dann denkt, warum da eine Abweichung ist. Und genau, Naga ohne Buff ist quasi einfach mit AOE-Skills gekillt, whatever, nicht mit 1v1. Und mit Buff bedeutet einfach, ich habe nur 1v1-Skills benutzt, damit ich halt auch wirklich diesen XP- und Drop-Buff bekomme. Und dann habe ich es einfach ausgerechnet und wir haben hier quasi 100%, also ist ja die Basis quasi. Und mit dem Buff haben wir 186,67% von der Basis ausgesetzt. Also 86,67% mehr als in der Basis. Und bei Captain Kraken war es dann aber so, und bedenke, mein Level hat sich ja nicht verändert. Ich bin Level 152 Elementor, beide Tests mit 152 Elementor gemacht. Und bei Captain Kraken war es dann so, die Basis war natürlich eine andere, 0,0017 sind wieder 100%. Und Captain Kraken mit Buff waren dann aber 217,65, also eine 117,65%ige Steigerung. Auch hier wieder, keine Ahnung, wie das sein kann, dass diese beiden Prozentzahlen außerhalb des 90 bis 102% Bereichs liegen. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, wie das berechnet wird, intern von Flive Universe, weil ich den Code nicht kenne und was auch immer. Also warum da jetzt genau diese Abweichungen vorkommen, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch lediglich sagen, dass das halt das ist, was ich hier ausgerechnet habe. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wie gesagt, wir kriegen ja nicht wirklich 0,0017, sondern 1,767598 oder so. Das heißt, das muss man auch noch dazu bedenken. Also Rundungsfehler sind ja sowieso gegeben, weil wir nicht die volle endgültige Zahl haben, die die Monster tatsächlich an XP geben. Das heißt, dass es wirklich 100% stimmt, kann sowieso nicht sein. Das ist schon mal unmöglich. Aber die Abweichung, finde ich, ist doch relativ groß tatsächlich. Also zumindest hier, weil 102% wäre das Maximale auf Level 160. Die Monster sind aber nur 159, Captain Kraken sind nicht 160, das heißt, es dürfte nicht der höchste Bonus sein und trotzdem sind wir 15% drüber. Das ist schon eine ganz schön große Abweichung, aber sei es drum. Jedenfalls, was haben wir jetzt hier beobachtet? Wir haben jetzt hier mehr oder weniger den endgültigen Beweis, dass der XP-Buff nicht vom Character-Level ausgerechnet wird, sondern wirklich vom Monster-Level aus. Weil wenn es vom Character ausgehen würde, dann müsste diese Prozentzahl hier zweimal die gleiche sein. Und das ist sie. Oder sagen wir nicht unbedingt die gleiche, wie gesagt, Rundungsabweichung, aber sie dürfte auf jeden Fall nicht bei 31% abweichen, weil das ist viel zu viel. Also das kann nicht sein, dass es um 31% abweicht. Wenn es jetzt 186 und 191 wären oder so, oder 186 und 182, dann könnte man sagen, okay, höchstwahrscheinlich ist es tatsächlich vom Charakter abhängig, weil es sehr geringe Abweichung ist. Aber bei 31% kann man sich ziemlich sicher sein, dass das nicht vom Charakter aus berechnet wird, sondern tatsächlich das Level des Monsters entscheidend ist, um diesen XP-Bonus zu kriegen. Und das deckt sich eben mit dem, was viele Leute schon in der Vergangenheit behauptet haben. Und
gesagt haben, dass sie eben schon vor Level 141, also bevor der eigene Charakter Level 141 ist, schon vom XP-Bonus bei den zum Beispiel Age-Rocks profitiert haben und da deutlich mehr XP bekommen haben. Was das jetzt für euch im Endeffekt bedeutet ist, in der Praxis würde ich es immer nochmal ausprobieren. Also es ist immer klüger, man testet es einfach selber nochmal. Es kann immer sein, dass irgendwelche Umstände noch dazukommen, die man irgendwie nicht bedacht hat und dann verändert sich das Ganze nochmal. Also das ist sowieso immer mein Tipp an euch, immer nochmal alles überprüfen. Es kann immer sein, dass jemand einen Fehler gemacht hat oder so. Und ja, grundsätzlich aber wie gesagt, wisst ihr jetzt, Small Aatrox sind die nutzlosesten Monster im Spiel. Einfach ignorieren, dass die existieren. Und immer testen quasi, abhängig von eurem Equipment, ob ihr schon zu den normalen Aatrox gehen könnt, weil dort habt ihr einen fetten XP-Bonus, oder ob die einfach noch zu stark sind und ihr weiterhin erstmal bei den Mammuts bleibt, bei den 139er Mammuts, bei den Ancient Mammuts, um ja, euch noch darauf vorzubereiten, ins High-Level, ins endgültige High-Level-Gebiet überzutreten. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir dieses Rätsel hoffentlich endlich gelöst. Also falls sich da jemals noch mal jemand drüber gewundert hat. Also ich denke mal, die meisten wussten es ja sowieso schon. Wie gesagt, die meisten haben das ja sowieso schon gesagt. Aber ich wollte es einfach noch mal selber ausrechnen, was mich selber interessiert hat. Und ich bin bei sowas halt auch immer so, ich muss es einfach mit eigenen Augen gesehen haben. Sonst tue ich mir immer schwierig, sowas zu glauben. Und deswegen sagt Puff Daddy Citronius mit seinem neuen Swag jetzt danke fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch auf Twitch vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Stream gucken, F-Coin verdienen. Dort geht alles ab. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.